Herzlich willkommen zum dritten Teil. Heute will ich Ihnen insbesondere zeigen, wie man beim Wechsel von der Qualifikationsphase 1 in die zweite Phase seinen Kurs beibehalten kann. Ich öffne wieder einen Datensatz. Es sind wieder mehrere Kurse fixiert. Insgesamt habe ich hier in diesem Datensatz 145 Schüler. Es gibt ja auch einen nullten Schüler. Es sind LKs dabei und Grundkurse. Die Schüler haben in der Regel 9 bis 10 Fächer, bis 11 Fächer gewählt. Es gibt relativ viele Schüler hier, die nur eine Wahl haben. Wenn man sich den Datensatz hier genauer anguckt, sind das alles LKs, die wahrscheinlich dann von einer Kooperationsschule kommen. Zurzeit habe ich 3 LK-Schienen erlaubt, 15 Grundkursschienen, das werde ich aber gleich reduzieren. Wir gucken erstmal, was überhaupt passiert. Man sieht schon hier, die dritte Schiene von den LKs ist gar nicht besetzt. Das liegt schon hier an dieser ersten Einschränkung, nämlich alle LKs sollen in den Schienen 1 bis 2 liegen und die Schienen und Teilnehmer sollen fixiert sein. Die Fixierung der LKs war schon in den Kurs 42 Daten eingegeben worden, sodass ich, hier wollte ich ja schauen, sodass ich hier die LKs schon überall in den richtigen Schienen fixiert habe. Deswegen kann ich hier natürlich bei den LKs schon sofort sagen, das sind nur noch 2 Schienen. Und dann funktioniert das Ganze natürlich auch. Was ich noch nicht gemacht habe, ist, die Teilnehmer zu fixieren. Man sieht hier, es sind einmal 120, einmal 135 Schüler in den Kursen. Und jetzt sind hier plötzlich die Zahlen anders. Das Fixieren der Teilnehmer funktioniert so, dass ich hier in diesem Spezialreiter schon die alten Kurse alle eingetragen habe. Die konnte ich auch aus den Kurs 42 Daten übernehmen. Und man sieht hier schon, in welche Grundkurse bzw. LKs die Schüler denn gerne rein wollen. Das wird allerdings nur beachtet, wenn man hier auch diesen Haken setzt, dass man sich um die Wünsche kümmert. Wenn ich jetzt generiere, dann wird man sehen, dass es 410 Konflikte gibt. Dieser Schüler hier zum Beispiel wollte eigentlich in den Englisch-Grundkurs 2, der ist aber nicht reingekommen, er ist stattdessen in den Englisch-Grundkurs 3 reingekommen. Hier sind auch irgendwo LKs mit bei, da sind LK-Wünsche nicht beachtet worden. Das kann ich jetzt aber verbieten, dass diese Konflikte auftreten dürfen. Zurzeit sind nämlich hier 999 Konflikte erlaubt. Ich setze das bei den LKs auf 0 erlaubte Konflikte, generiere das Ganze und werde jetzt hoffentlich sehen, dass hier kein LK mehr vorkommt. Es sind jetzt auch schon deutlich weniger Konflikte geworden und jetzt auf Anhieb sehe ich gerade nur Grundkurse. Das können Sie aber mal bei Ihren Daten in Ruhe kontrollieren, da werden keine LKs mehr bei sein. Das nächste ist, jetzt sollen die Schüler von diesen 4 Grundkursen auch fixiert werden. Zurzeit kann es vorkommen, dass die in dieser Liste irgendwo stehen und nicht fixiert sind. Der Trick funktioniert so, dass ich in die Fächer reingehe und ich demonstriere das am besten erstmal mit den Fächern Deutsch, Mathe, Englisch. Denn Deutsch, Mathe, Englisch werden wir hier überall relativ schnell finden. Sie sehen hier Mathe, Englisch, Mathe. Ja, 358 Konflikte. Und ich verbiete es jetzt, dass in Deutsch, Mathe und Englisch die Kurzwahl missachtet werden darf. Denn ich kann es ja diesmal nicht über die Stunden machen, wie ich gerade eben alle LKs umsetzen konnte, sondern es sind ja jetzt Grundkurse, die sind ja alle irgendwie zusammen in dieser Schiene drin. Ich gehe zu den Fächern
und sage hier bei meinem dreistündigen Deutsch-Grundkurs, bitte die Wahl erzwingen. Das mache ich auch in Englisch und ich mache das in Mathe, einfach um einmal zu gucken oder zu demonstrieren, dass mein Algorithmus darauf auch achtet. Jetzt gibt es nur noch 192 nicht beachtete Kurswünsche und Sie werden jetzt hier in dieser Liste nicht mehr sehen, dass hier Deutsch, Mathe oder Englisch vorkommt. So streng war jetzt natürlich die Vorgabe gar nicht bei meinem Datensatz. In Deutsch, Mathe und Englisch dürfen durchaus Konflikte vorkommen, aber sie sollten nicht hier in diesen Fächern vorkommen. Also erzwinge ich jetzt hier den Kurswunsch und damit habe ich dann auch diese Vorgabe hier erfüllt. Die nächste Vorgabe ist, dass diese drei Fächer alle in Schiene 13 liegen sollen. Und in Schiene 13 dürfen höchstens 3 Kurse liegen. Heißt also übersetzt, diese 3 Kurse sollen alleine in einer Schiene liegen. Das heißt, hier kann ich nicht mit dem Trick arbeiten, dass ich diese 3 Kurse in der Schiene fixiere, weil sich ja ansonsten noch andere Kurse dazu mischen könnten. Ich muss hier also mit dem Trick aus dem ersten Video arbeiten und diese 3 Kurse einfach alleine in eine Schiene legen. Das heißt, ich suche mir diese Fächer hier raus und sage jetzt einfach mal, die sollen 2 Stunden haben. Denn wenn die 2 Stunden haben, werden die jetzt in eine extra Schiene reingepackt, hier in diese 2-stündige Schiene. Und wenn ich den Datensatz generiere, würden wir jetzt sehen, dass hier unten in der letzten Schiene diese 3 Kurse sind. Die sollen jetzt alle in Schiene 13 sein. Das hat natürlich damit zu tun, dass ich hier zurzeit noch viel zu viel erlaubt habe. Ich reduziere das hier jetzt auf 10 Schienen. Dann haben wir nämlich insgesamt 13 Schienen. Und das funktioniert zum Glück auch noch. So, nächste Vorgabe. Achso, waren die 13 alleine? Müssten ja, hatten wir eben schon kontrolliert. Ne? Einmal vorsichtshalber gucken. Da in Schiene 13 sind diese 3 Kurse jetzt alleine. Nächste Vorgabe ist, Sport soll alleine in Schiene 12 liegen. Vom Prinzip könnte ich hier jetzt wieder 2 Möglichkeiten anwenden. Entweder ich fixiere die in Schiene 12, aber wenn wir einmal schnell bei dem Fach Sport schauen, Sport, na, da war es doch gerade da, dann sehe ich, dass da 97 Schüler drin sind. Heißt also, hier knapp 50 Schüler haben überhaupt keinen Sport gewählt. Es kann also wieder vorkommen, dass sich andere Kurse dazu mogeln würden, wenn ich das über das Fixieren mache. Das heißt, bei mir muss ich jetzt also wieder sagen, Sport bekommt jetzt einfach eine andere Stundenzahl. Damit liegt das wieder alleine. Sie sehen hier, es ist jetzt wieder eine einstündige Schiene hier eingerichtet worden. Ich reduziere die Anzahl der anderen Schienen auf 9. Damit bleibe ich insgesamt bei meiner Vorgabe von 13 Stunden. Dann ist als nächstes noch angegeben hier, die maximale Kursdifferenz darf im Sport ignoriert werden. Gucke ich mir jetzt auch sofort an. Eben erst noch schnell gucken, ob das mit Sport passt. So, Sport ist jetzt, na gut, er hat hier die Schienen vertauscht, aber das ist ja egal. Die Namen kann man ja nachher ändern. Also diese 3 Fächer hier sind alleine in einer Schiene und die Sportkurse sind auch alleine in einer Schiene. Jetzt heißt es, bei Sport brauche ich nicht auf die
maximale globale Kursdifferenz achten, sondern darf eine Kursdifferenz von 15 setzen. Meine Kursdifferenzen hatte ich ja bisher noch nicht beeinflusst. Meine Sportkursdifferenz setze ich aber auch gar nicht auf 15, sondern das funktioniert auch durchaus mit Kursdifferenz bei mir plus minus 5. Also insgesamt das Schlechteste, was rauskämen könnte, wäre Kursdifferenz 9 bei mir, wenn ich das in diese Sprache übersetze. Die anderen setze ich jetzt erstmal vorsichtshalber auf 3. Ich glaube, einige konnte ich auch auf 0 setzen. Überlege ich gleich nochmal in Ruhe. Heißt also Kursdifferenz plus minus 3 resultiert in maximal 7 Schülern Kursdifferenz. So, jetzt sieht man aber, er hat es nicht geschafft, das Ganze zu generieren, denn es gibt hier einen Schüler im SOVI-LK, den er nicht setzen konnte. Ja, was ist passiert? Ich habe gerade hier Kursdifferenzen erlaubt, die anscheinend nicht möglich sind. Hier bei den LKs hatte ich ja nur die Kursdifferenzen niedriger gesetzt. Ich mache sie vorsichtshalber nochmal höher, um mal zu gucken, ob das denn dann funktioniert. Jetzt dauert es einen Moment. Das hat er leider auch nicht geschafft. Er hat hier immer noch beim SOVI-LK gesehen, dass das nicht funktioniert. Okay, da war ich wohl zu optimistisch. Höhere Kursdifferenz erlauben. Einmal gucken, was passiert. Ich habe übrigens, wenn der Computer da sagt, dass er keine Lösung findet, ist das kein mathematischer Beweis. Rein theoretisch könnte es eine Lösung geben. Das ist allerdings relativ unwahrscheinlich. So, Kursdifferenz 11 hat er geschafft. Na gut, übersetzt wieder in das andere Programm. Kursdifferenz 22 ist eventuell viel zu hoch. Heißt also übersetzt, die Schüler, wenn man nicht so hohe Kursdifferenzen haben möchte und doch hier bei Kursdifferenz 3 bleiben möchte, also plus minus 7 zur Zeit, können leider nicht immer in ihrem gewählten Kurs bleiben. In dem Datensatz sind nämlich offensichtlich mehrere Kurse zusammengelegt worden. Ich muss hier also irgendwie Umwähler erlauben und dann bekomme ich das auch hin, dass ich hier diesen Datensatz lösen kann. Okay. Das wird er jetzt hoffentlich sofort schaffen. Ja. So, hat er geschafft. Also hier müssen Sie einfach selbst abschätzen oder sich ein bisschen rantasten, wie viele Konflikte bei den LKs erlauben Sie, beziehungsweise wie stark möchten Sie die Kursdifferenz hier limitieren. Was da jetzt richtig ist, welchen Wert man jetzt zuerst niedriger macht, das überlasse ich Ihnen. Die nächste Einstellung ist, dass es hier mehrere Kurse gibt, die 2 Schienen haben. Die sind hier schon eingetragen, das war auch schon im Kurs eingetragen, da sind 2 Schienen erlaubt. Das war ja auch der Grund, weshalb hier bei den Wahlen es einige Schüler gab, die hier zum Beispiel 9 Stimmen abgegeben hatten, aber 10 Schienen belegen, weil genau dieser Schüler hier nämlich so ein Fach hat, das 2 Schienen belegt. Hier unten ist noch zusätzlich zu diesen Kursen angegeben, dass die in besonderen Schienen sein sollen. Auch diese Fixierung war in Kurs 42 schon eingetragen. Hier sind die Fächer. Wer jetzt genau hinguckt, wird sehen, dass irgendwas nicht so ganz passt. Denn bei diesem Fach hier zum Beispiel ist angegeben, es soll in Schiene 5 und 6 liegen. Wenn man jetzt bei mir einmal guckt, dann habe ich hier eingetragen Schiene 3 und 4. Das liegt daran, dass meine Fixierungen relativ sind. Das heißt, er bezieht das auf die Grundkurse alleine. Es ist die 3. Grundkursschiene, während es hier so ist,
dass die Schienen absolut gezählt werden. Das heißt, die erste und zweite Schiene ist für die LKs und danach kommen die Schienen für die Grundkurse. Deswegen ist hier immer bei den Zahlen eine Differenz von 2. Bei mir natürlich, wenn ich hier einmal gucke, dann werden Sie sehen, dass das Fach, der Kurs hier VB, ich glaube Volleyball, wirklich hier in Schiene 5 liegt und der andere hier in Schiene 6 liegt. Das passt also schon. Jetzt wurde hier gesagt, bei diesen Fächern bei diesem Fach darf hier auch die Kursdifferenz missachtet werden. Dann gehe ich zu diesem Fach hier hin und sage mal, bei mir jetzt die Kursdifferenz, also bis zu 8 darf es sein, dann erhöhe ich sie hier mal. Bei mir war sie jetzt sogar nur 3. Hat allerdings auch daran gelegen, dass bei mir ja zurzeit noch ziemlich viele Konflikte erlaubt sind. Den Datensatz will man natürlich nicht mit ganz so vielen Umwählern haben, den will man später vielleicht nur mit 300 haben oder 200 haben. Da muss man sich natürlich so ein bisschen rantasten. So, damit habe ich die Vorgaben eigentlich soweit alle erfüllt, wie sie hier stehen. Ich müsste mich jetzt einfach langsam rantasten und die Zahlen niedriger setzen, um zu schauen, was passiert. Ich möchte Ihnen trotzdem noch so 2 Besonderheiten bei diesem Datensatz zeigen, denn ich möchte mich mal hier noch um die Räume kümmern und um die Lehrer kümmern. Denn hier in diesem Datensatz waren Lehrer eingetragen. Ach, Räume waren es gar nicht, waren nur Lehrer. Okay. Ich generiere das Ganze einmal. Und sehe jetzt, dass sich der Rechner beschwert und sagt nämlich, hier der Lehrer 97 ist zweimal fixiert in Schiene 2. Jetzt schaue ich einmal nach. Lehrer 71. War es 71? Ach, Lehrer 97 erst. Lehrer 97. Ist nämlich hier unten der SOVI-Grundkurs und der SOVI-LK und der Kunst-LK. Und in dem Kursdatensatz war vorgegeben, beide in Schiene 2. Das ist natürlich unmöglich. Entweder stimmt hier irgendwas von der Fixierung in den Kursdaten nicht oder hier stimmt etwas von den Lehrern nicht. Und der Lehrer muss noch geändert werden. Ich nenne jetzt einfach mal X, dass ich da einen anderen Namen habe. Weiterhin beschwert er sich, Lehrer 71 kommt 3-mal in den Datensatz vor, aber er hat nur eine Schiene zur Verfügung. Ja, Lehrer 71 ist hier oben und dann sehen wir, das waren diese Fächer, die eben alle in Schiene 13 sein sollten. Es kann natürlich nicht sein, dass hier ein Lehrer 3 Unterrichte in nur einer Schiene hat. Da müsste man sich also auch überlegen, entweder stimmt diese Vorgabe hier nicht, die hier steht, oder es stimmt etwas mit den Lehrern nicht. Ich habe jetzt eben auch einmal die Lehrernamen geändert und dann funktioniert es zum Glück wieder. Ja, und jetzt wünsche ich Ihnen einfach viel Spaß dabei, die Zahlen etwas zu reduzieren und an Ihren optimalen Plan zu kommen.